40 Jahre her, seit ich angefangen zu angeln. Und da weiß ich noch, ich bin zum Angeln gekommen durch einen Nachbar von mir, der Vater von einem guten Kumpel von mir. Und ja, die werden mich einfach angeln eingeladen. Und ich war sowas von fasziniert. Ich werde da sitzen und den ganzen Tag auf diese Schwingspitze damals gucken. Und sein Sohn und mein Kumpel damals wird nur rumlaufen, Blödsinn machen. Und es war wirklich so Schluss, dass der Vater wird seinen Sohn nicht nehmen und hat nur mich genommen, ne, zum Angeln. Ja, und so hat es entwickelt, 10 Jahre alt oder so war ich. Es war einfach fasziniert. Ich komme vom Südlondon, ich komme von richtigen Slums. So einfach in die Natur zu kommen, war für mich eine Besonderheit. Und dann da die ganze Tag, teilweise die ganze Nacht da, auf dem Gewässer, Natur und sowas. Es war einfach geil. Ne? Das war geile Zeiten. Und haben wir uns so Spaß gehabt. Ne? Und da war ich so 4, 5 Jahre. Habe ich das gemacht, bis ich die Diskotheken und die Frauen entdeckte. Ne? Ja, dann bin ich zur British Army geworden und das war auch traumhaft. Da konntest du einfach zu unser Sportcenter gehen da. Alles, was du brauchst für Angeln mitnehmen. Die Army hatten ihre eigene Teiche und alles. Und dann sitzt du da an dieser Teiche einfach den ganzen Tag. Manchmal, wenn du guter Angler warst, dann kannst du Mittwoch frei nehmen, nur angeln zu gehen. Da bist du bezahlt. Da war mein erster Profivertrag. Ne? Bezahlt, um angeln zu gehen. Ja, und dann habe ich meinen Kumpel Phil Moss aus SAV Hannover. Er wohnt in der gleichen Dorf bei mir immer noch. Und das ist schon so 30 Jahre her. Habe ich Phil Moss getroffen und er hat mir dann die Einsteige in Matschangeln gesagt. Ne? Hat mir total fasziniert. Ich war bei Phil jeden Abend Tee trinken und habe ich ihm einfach genervt. Ne? Zeig mir dies, zeig mir das, wie geht das? Und dann am Wochenende gehen wir zusammen angeln, hat er mir alles gezeigt. Ja, und dann glaube ich, war das so 2008 sind die Jungs vom Champions Team damals auf mich gekommen. Damals gab es diese Talk Forums, habe ich immer ein paar Bilder gepostet von meinen Angeln, ein paar
kleine Berichte geschrieben. Ja, und dann Champions Team haben gefragt, ob ich Lust habe, ein paar Berichte mit dem mitzumachen. Ja, und das ging schon los 2009 in Almere in Holland. Die haben mir eine Kamera in der Hand gedruckt und schicken mir mit Interviews, Fragen, und dann sollte ich diese ganzen Stars, was ich eigentlich nur im Magazine oder auf DVDs, Alan Scotton, stehe ich da mit Alan Scotton für eine halbe Stunde, mache Interviews. Das war sowas von unglaublich. Ich stand da, ich war da mit Alan Scotton, eine halbe Stunde lang Interviews. Ja, das hat richtig Bock gemacht. Oh. Jetzt, jetzt sitze ich hier wie der König, alles so entwickelt heutzutage. Dann bin ich wieder in meinem Campingstuhl mit meiner einer Route, einer Haken. Ja, das war mein kurzer Einblick in mein Angelleben. Wer mehr darüber plaudern will, einfach mir einladen in eine Kneipe, ganz viel Bier kaufen, dann kannst du die volle Geschichte hören. Ne?